Hey, willkommen zurück zu Free Space Stevens Phantoms zur nächsten Mission. Beim letzten Mal sind wir auf die Shyvana getroffen und ja, konnten leider nichts tun, dass unser Kreuzer vernichtet wurde. Was genau alles passiert ist, könnt ihr in der letzten Folge nachsehen und wir machen direkt weiter stattdessen mit der nächsten Mission und der nächsten Missionen, wer weiß. Und ja, legen los und drücken einfach auf Start. Oder fortsetzen. Our history has just changed forever. Multiple ships in several systems across Terran space have recorded encounters with ships of indeterminate origin and with unclear goals. A third side has entered the Terran-Vasudan war. This new force, tentatively dubbed the Unknowns, pending further communication with GTA Command, has displayed unremitting hostility to all Terran ships and vessels. Their technology is far in advance of our own, and their fighters utilize shields that are impervious to our attacks. We have yet to establish a clear sensor lock on any of their fighter craft or to identify their point of origin. In light of these recent attacks, both in Vega and elsewhere, Admiral Collins has decided to withdraw the majority of Third Fleet from the Vega system. GTA forces are already amassing at the Beta Aquila jump node. Standing orders for all GTA pilots are to avoid any engagement with the Unknowns. We are completely outmatched by these ships, and any battles we fight are doomed to fail. Our only option is to conserve casualties and limit the damage. This order also applies to combat with the Vasudans. Until the threat posed by the Unknowns and their relationship to the PvE can be completely ascertained, we will allow none of our pilots to take unnecessary risks. Ja, so sieht die Lage aus. Die dritte Flotte, ich glaube, da gehören wir auch zu, wurde komplett zurückgezogen aus Vega. Also, da sind wir ja gerade. Wegen diesen unbekannten Schiffen, die halt sehr aggressiv sind, sehr technisch, ja, voraus sind. Und ja, um halt den Schaden zu minimieren, werden wir komplett zurückgezogen und wir sollen auch nichts angreifen. Weder die Unbekannten noch die Vasudaner. Weil man halt nicht weiß, ob die Unbekannten mit denen vielleicht unter einer Decke stecken könnten. Ja, wäre ziemlich blöde dann. Und die Rache und so weiter. Und deswegen ziehen wir uns komplett zurück erstmal. Und ja, mal schauen, was wir machen müssen. Wahrscheinlich vermute irgendwie, dass wir uns zurückziehen jetzt und unser Trägerschiff verteidigen oder sowas. Kann überhaupt möglich sein. Wir werden es sehen. Also geht's mal ins Mission Briefing. Intelligence is in desperate need of footage of these Unknowns. So far, we know next to nothing about these mysterious ships and their even more mysterious technology. We need some observational data on the Unknown ships before we can even hope to begin to reverse engineer their weapons and electronics tech. Intelligence has positive identification of Unknown ships at the PV and cargo and refueling depot. If you launch now, you should be able to reach the base in time to conduct a close-range recon of the Unknown action. Any and all data you can acquire regarding the Unknowns will be of great benefit to the GTA. Just remember to keep your distance and avoid engaging either the Vasudans or the Unknowns. Good luck, Sigma. Nein, es gibt eine andere Mission und zwar sollen wir die Lage auskundschaften, ja, also keine Kampfmission in dem Sinne, sondern eher eine Aufklärungsmission, weil die Unbekannten wurden an Bord, in der Nähe eines vasalischen Depots entdeckt. Und ja, wir sollen dann ganz normal beobachten, was die so treiben, um auch Bildmaterial sammeln. Ja, darum geht es ja auch wohl, um Bildmaterial zu sammeln von diesen Gegnern oder Informationen allgemein. Und das ist eine Aufgabe, zumindest für uns. Wir machen das so, andere machen wir einfach was anderes. Auf jeden Fall, wir machen das jetzt das. Und wir können jetzt auswählen, was uns für so egal wäre. Aber eh nur Sigma 2 oder 3 oder wie auch immer fliegen. Auf jeden Fall nicht Sigma 1. Also müssen wir so mit denen zurechtkommen, aber in dem Fall ja, wird uns eh nichts gesagt, was wir überhaupt auswählen können. Wir machen auch weiter mit Commit. Ja, wir kommen jetzt ins Spiel, also los geht's. Sweet mercy. Would you take a look at that? I'm starting the recording now. This is Signal 1 of the GTD Amadeus, initiating recon of PVN Depot under attack by unknown forces in Vega, date 18th of January 2335. Overall base integrity has been severely compromised. We enter unchallenged and possibly unnoticed. Sentry turrets are missing in asteroid debris centered base area. Over there. Unknowns have engaged the Vasudans.
keep clear of the firefight. Sigma 3, we don't want either side to get wind of us. You hear me? Unknowns are attacking the PVC Armagoth and Escort. The PVC Penitent has already been reduced to a derelict hull. No sign of any other PVN ships. Not that I can confirm this at all, but I've got a visual on only 8 unknown fighter craft. My guess is that those 8 ships took out the depot's defenses and are simply cleaning up now. The entire base. Damn. Well, we can definitely rule out the new class of the suit and ship theory. That's for sure. Sigma 2, why don't you get a scan of the wreck of the Penitent? Sigma 3 and I are going to do a quick perimeter check. Okay, wir dürfen auch was machen, nicht nur einfach zuhören, sondern wir dürfen auch rumfliegen. Wir sollen das Ding scannen. Was ist das eigentlich für eine Anlage hier? PVI Char Extension. Kennen wir glaube ich gar nicht. Und ein Pylon. Kennen wir gar nicht. Habe ich glaube ich noch nie gehabt, deswegen gibt es hier eine Technik-Datenbank. Ja, wer hätte das gedacht? Hier ist noch eine Technik-Datenbank-Eintrag. Wir sollen auch jemand scannen, dieses Ding. Machen wir mal. Fliegen wir mal näher ran. Und nur aufpassen, dass wir hier keinen Fehler machen. Wollen die eigentlich auch scannen hier? Oder mach ich mal. Ich scanne mal diese Fracht und gucken, was da überhaupt drin ist. Weil ich mal neugierig bin. Nix ist da drin. Das ist ja... Ja, was für ein lohnes Ziel, ja? Okay, gescannt. Alright, I'm pulling the data from your sensor log now. These weapon traces are like nothing I've ever seen before. We're talking an entirely different tech base, both to us and the Vesudans. Well, we can scratch the Vesudan creation got wrong theory then. I hear that, Sigma 3. Wherever these unknowns came from, it wasn't uncharted space, and it had nothing to do with the Vesudans. Those refueling pylons seem relatively intact. The onboard computers might still be online. Sigma 2, take a look at C and D pylons. I'll check what's left of the A and B structure. C und D. Das ist hier. Ah ja. Ach man, die kann ich gar nicht scannen. Man muss glaube ich einfach ranfliegen, oder? C. Das sind jetzt ja ja, halt zum Nachtanken. Well, I'm not getting much joy here. The electronics have shot to pieces. Intelligence might be able to get something out of the black box recordings on D pylon, though. Good work, Sigma 2. Okay, wenn du das sagst, dass wir hier alles ganz gut gemacht habe. Another Vesudan cruiser incoming. The PVC Victor. The Dodge just don't know when to quit, do they? Poor bastards. They won't make it out alive. So weit weg. Fliegt hier wie so rum und scannt die Dinger. Während die dann abgeschlachtet werden. Wir gucken ja nur zu. Da bringt aber glaube ich nichts, die zu scannen, kein Bonusziel oder so. Hätte durchaus sein können, aber ich denke mal, das gibt's hier gar nicht. Another wing of unknowns coming in. I can barely see them, but visual outline is significantly different to the 2 unknown ships we've encountered before. Das Basilisten das. That's 3 different unknown ship classes we've seen so far. No sign yet of an unknown capital ship though. Also I know, and that worries me. We should have seen something by now. We should at least be able to trace the subspace signatures back to the point of origin, but it's like they're peering out of space itself. hier mit dem Skorpion, Satans und mit Basilisten zu tun, wenn ich Leute. Und die stehen ziemlich übel allein da. There she goes. I think the Vesudans have lost this battle. Ja, kann man ruhig so sagen. We should get out of here. Those unknowns will be coming after us any second now. Don't have to tell me twice. Returning the base. Dann sollten wir uns hier verschwinden. Wir sollten uns mal ganz schnell verkriechen hier. Bevor wir hier entdeckt werden. Also das war keine Kampfmission, aber interessant, ja. Sehr nett gemacht, auch mit diesem Logbuch-Eintrag. Und wegen Datum ist der und der. Sehr schön. Excellent work acquiring information on the unknowns, Sigma. The
data you gathered from the Basunan depot confirms that the Unknowns are a new, previously undiscovered spacefaring species. The Amadeus' science team are working round the clock on analyzing the weapon traces found on the PVC penitents. Excerpts from the footage you gathered have been passed on to GTA Command. It is somewhat reassuring that the Unknowns are as hostile to the Basunans as they are to us. The possibility of the Unknowns and the PVN working together against us was almost too terrible to imagine. Thankfully, that is not the case. The evacuation of Vega continues apace. The Admiral's current plan is to leave the Amadeus and a small escort in Vega to maintain a GTA presence in the system, while the rest of the fleet retreats to Beta Aquila. The latest news from Command suggests that the Avenger cannon is being modified to penetrate the Unknown shields, and as such, the majority of 3rd Fleet will need to undergo extensive refillings only possible in a system like Beta Aquila. Keep on your toes, pilot. We may need you again in a hurry. Ja, also ziemlich dankbar für unsere Informationen, die wir gesammelt haben. Und ja, im Grunde die Evakuierung wird weiter fortgesetzt, aber die Amadeus und der Trägerschiff soll hier bleiben, inklusive ein Escort-Kreuzer, um eine Präsenz aufrechtzuerhalten. Die anderen werden entsprechend zurückgeschickt und werden dann, ja, später dann die Avenger-Kanone erhalten. Wir hoffen wir nicht. Wir müssen mit unseren nicht vorhandenen Schildbrechern kämpfen und untergehen oder so. Aber auf jeden Fall, ja, das ist die Lage. Wie gesagt, es war eine sehr interessante Mission, mal ohne Kampf natürlich mal, aber hat die Story ein bisschen vorangebracht und ja, man war jetzt ein bisschen Zeitzeuge, ja, an so einer... Ja, ich fand das sehr nett gemacht mit dem Dialog, also mit dem Datum. Er kann die Regel bei Logbuch-Einträgen nicht machen, da die meistens unbestimmt sind. Deswegen habe ich die nie reingemacht in der Videobeschreibung. Und ja, da habe ich lieber keine gemacht, als irgendwas Falsches anzugeben. Deswegen gibt es da keine. Aber so war es trotzdem mal ganz nett. So, Statistik, 0 Abschüsse. Ja, wer hätte das gedacht? 0 Abschüsse und so 0 abgeschossene Schüsse. Ja, Wahnsinn, ne? Also, das war jetzt die schwerste Mission, die wir je gespielt haben. Ah, da muss ja auch mal sein, ne? Ja, keine Abschüsse in der Mission. Aber war trotzdem halt eine Story-Mission. War trotzdem ganz nett. Und wir haben sie geschafft. Und haben tatsächlich auch ein neues Objekt kennengelernt. Ja, wer hat das gedacht? Weil wir hatten, glaube ich, noch nie die mit der PV Aisha, hätten wir noch nie das Vergnügen gehabt vorher. Die ist noch nicht freigeschaltet. Die muss ich jetzt freischalten. Die ist hier. An die beiden hier. PV Aisha Extension. The PV Aisha, oder Shay, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, is nearly identical to our GTI Polaris, despite the fact that they were designed separately. Like the Polaris, the Shah serves as a construction and maintenance facility. Ja, im Grunde dasselbe Ding wie bei der GTI Polaris, die wir in Science for Reborn kennengelernt haben. Nur die vardanische Version davon macht auch genau dasselbe. Und beim Pylon ist das genau dasselbe, also es steht beim selben Text. War halt quasi nur ein halber Eintrag, kann ich sagen. Und ja, das war's dann mit der Technik-Datenbank, sonst gab es nichts Neues zu sehen. Und das heißt, wir können Schluss machen mit dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an das Feedback. Und damit bis zum nächsten Mal.